Frau Müller, Sie erlebten schon als Kind besondere Erfahrungen. Wie begann das und wie hat sich das in der Folge entwickelt? Das ist so, dass ich das als Kind nicht als besonders empfunden habe. Ich hatte einfach verschiedene Wahrnehmungen, die ich nicht so einordnen konnte. Wenn ich ins Bett ging, wenn ich schlafen ging, dann glitt ich aus meinem Körper. Das passierte einfach und ich konnte das auch nicht steuern. Also ich empfand das dazumals als unangenehm eher. Der Körper war sehr kompakt, sehr dicht für mich und ich konnte mit dem nicht so gut umgehen. Ich hatte dann manchmal auch ein wenig Stress, dass ich nicht ins Bett wollte und natürlich ging ich trotzdem ins Bett. Also ich musste ins Bett abends und ja, das war dann für mich das Hinausgehen. Also wenn ich aus dem Körper war sehr frei, die Bewegung, das Erleben. Jedoch, wenn ich zurückkam, das Dichte, da hatte ich Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, immer der Übergang. Wenn ich dann tagsüber zum Beispiel spielte, hatte ich das nicht. Als Sie als Kind außerhalb des Körpers waren, haben Sie da dann die Umgebung auch wahrgenommen? Ja, ich hatte die Umgebung wahrgenommen. Ich war an verschiedenen Orten dann. Manchmal besuchte ich sogar den Spielplatz. Also das war wie frei. Ich fühlte mich da ganz frei. Ich hatte auch Kontakt zu Geistwesen. Was waren das für Geistwesen? Zum Beispiel meine Urgroßmutter, die mir nahe stand. Und ich hatte dann später, eine kurze Zeit später, als ein Onkel von mir verstarb, hatte ich auch mit ihm Kontakt. Dann waren Sie in einem gewissen Sinne immer unter Aufsicht und behütet, als Sie außerhalb des Körpers waren. Ja, ich habe mich behütet gefühlt. Hatten Sie in dieser Zeit eine Erfahrung, die Ihnen besonders gut in Erinnerung geblieben ist? Ja, ich hatte eine Erfahrung, als ein Onkel von mir verstorben ist. Als ich so knapp 4 Jahre alt war, hatte er einen Autounfall und ich hatte vorher an diesem Abend, als er wegging, hatte ich ein ungutes Gefühl, wenn er weggeht. Und ich hatte dann gefleht, dass er nicht weggeht, dass er zu Hause bleibt. Und er ist dann trotzdem natürlich gegangen. Er war in den Ausgang gegangen. Und ich hatte das auch meiner Großmutter gesagt, dass ich bitte, dass er zu Hause bleibt. Und es war dann so, dass er diesen Unfall hatte. Und nachher, als er diesen Unfall hatte, habe ich erst bemerkt, dass nicht alle ihn sehen konnten. Also, dass ich etwas anderes wahrnahm. Wie lange haben Sie diesen Onkel dann wahrgenommen im Laufe Ihrer Kindheit? Eigentlich immer. Immer wieder. Also nicht laufend, sondern einfach sporadisch. Konnten Sie ihn auch hören und verstehen, wenn er etwas sagt? Ja, ich habe ihn deutlich wahrgenommen und gespürt. Was hat er Ihnen dann ab und zu gesagt? Er war oft für mich da und hat mich begleitet und das waren wie unterstützende Worte für mein Vertrauen, für mein Wohlbefinden, wenn ich Angst hatte zum Beispiel oder für die Familie. War das für Sie nicht belastend, dass Sie diesen Onkel gesehen haben? Nein, im Gegenteil. Das war ein schöner Kontakt. Ist er auch heute noch in Ihrer Umgebung? Ich nehme ihn immer noch wahr. Wie hat sich das weiterentwickelt? Ich hatte auch als Jugendliche immer wieder solche Erfahrungen und hatte dann auch einen Onkel, der sich damit auskannte. Und der hat mir da dann ein Buch in die Hand gedrückt über Astralreisen. Und das hat mir sehr geholfen, mehr darüber zu verstehen. Frau Müller, im Jahre 2008 erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Das war so, dass ich 2008 eine Operation geplant hatte, welche ich auch gemacht habe. Sie wurde dann nicht vollständig ausgeführt. Und zwar ein Myom, das in der Gebärmutter war, sollte entfernt werden, ambulant. Und
das war dann so, dass ich etwa 3 Tage vorher einen Traum hatte. Ich habe geträumt, wie die Oberärztin an mein Bett kommt und sagt: Frau Müller, die Operation ist schief gelaufen, es tut mir leid. Und dann, als ich am Morgen erwachte, dieser Traum war sehr klar und ich habe jedes Wort genau verstanden und ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich hatte das dann wieder auf die Seite getan und hatte dann einen Tag später beim Abendessen plötzlich, das kam wie über mich, das Gefühl, dass ich sterbe. Und dann bin ich einfach in Tränen ausgebrochen und hatte dieses Gefühl. Und das ging dann wieder vorüber. Und so ging ich dann am darauffolgenden Tag, also die 2 Tage später, trotzdem zur Operation. Und es war dann so, dass diese Operation tatsächlich schiefgelaufen war und das, was die Ärztin dann gesagt hat in meinem Traum, das war dann genauso eingetreten. Und ich war dann dort bei Bewusstsein, ich konnte immer sprechen und war dann in dem Bett gelegen und es ging mir einfach ganz schlecht und das war eigentlich immer schlechter mit den Stunden und mit den 3 Tagen. Ich war dann sehr voller Schmerzen, auch im Körper, und sie wussten nicht, was ich hatte und haben gesagt, ja, das geht vorüber, weil sie haben verschiedene Fehler gemacht und mich schwer verletzt, was sie damals noch nicht wussten. Und ich kam dann in ein Überwachungszimmer und in diesem Überwachungszimmer lag ich dann und war am 2. Tag lag ich dort und ich sah einfach nur noch wie ein Nebel um mich, es war wie schwarz, es war wie dunkel. Nicht, weil es im Zimmer dunkel war, es gab schon Lichter, auch in der Nacht, aber ich sah nur noch das Dunkle und ich war wie oberhalb meines Körpers. Aber ich konnte nicht weg. Das war wie, ich kann auch nicht sagen, dass ich wie mich liegen gesehen habe zu dem Zeitpunkt, sondern ich war einfach im Raum. Ich habe wahrgenommen, dass mein Körper, dass ich verbunden bin und dass ich nicht weg kann, aber ich war in diesem Raum. Und dann, ich habe auch in der Nacht geklingelt und bat um Hilfe, aber das hat alles nicht gut geklappt. Ich wurde nicht ernst genommen zu dem Zeitpunkt und dann, das war eindrücklich für mich, als ich in dieser Leere war. Und ich habe am Abend zuvor gebeten, auch meinen Bruder nochmals zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, ich sterbe. Und am darauffolgenden Tag hat er geplant zu kommen. Und am 3. Tag war das dann, da kam am Morgen eine Schwester ins Zimmer und sah meine Werte und dann hat sie Alarm gemacht im Spital und dann hat man einfach alle aufgefordert zu kommen. Also man hat auch diese Oberärztin zu Hause angerufen, die hatte frei an dem Tag und die kam dann auch ein wenig später. Es kam ein Narkosearzt und verschiedene Leute, die waren in Zivil dann zuerst gekommen, weil es war morgens so, ich glaube um 6 oder so. Und dann haben sie mir gesagt, dass ich sofort notoperieren müsste. Sie wussten nicht, was ich habe, weil mein Bauch war stark gebläht, etwa wie im 7. Monat schwanger. Und dann habe ich mich geweigert. Ich war dann noch bei Bewusstsein und ich habe gesagt, das möchte ich nicht. Und habe dann, es wurde mein Partner informiert und mein Bruder und die kamen dann, genauso wie ein Arzt, der Visite hatte in diesem Spital, der ein guter Chirurg ist, und es kamen alle versammelt ins Zimmer und sie haben besprochen und diskutiert, was man machen kann und haben gesagt, wir müssen schnell etwas machen, weil der Zustand sehr kritisch ist. Und man hat dann entschieden, dass man den Rettungshelikopter
bestellt, weil die Verlegung schnell gehen musste. Und mein Bruder und mein Partner waren dann mit dem Auto losgefahren und als die Rega kam, habe ich plötzlich dieses Licht gesehen. Es war alles hell geworden und ich fühlte mich einfach geborgen und getragen. Wie ein großer Frieden. Ich war ganz in Liebe getaucht und alles war in diesem weißen Licht und meine Angst war für diesen Moment nicht mehr vorhanden. Und Ihre Schmerzen? Auch nicht mehr. Ja. Aber in dieser Nahtoderfahrung haben Sie keine Wesen wahrgenommen? Ich war einfach eingetaucht in dieses Licht. Dann wurden Sie verlegt? Dann wurde ich verlegt in ein größeres Spital und dort hat man mich notoperiert. Man hat dann auch mit dem CT geschaut und hat nichts herausgefunden und ein Chirurg hat dann bei der Bauchöffnung gefunden, dass mein Darm etwa 12 cm offen war, der Dickdarm, und ein Loch im Dünndarm. Und ich hatte eine schwere Bauchfellentzündung. Also da war der ganze Körper vergiftet. Wie lange dauerte die Heilung? Die Heilung, die ist Jahre gegangen. Ja. Die körperliche Heilung, also die Zeit im Spital, war nur ungefähr 3 Wochen. Und dann kam ich in eine Kur und nachher nach Hause, aber ich hatte immer noch einen offenen Bauch und all das ging Jahre. Dann hat man Sie bei der ersten Operation so schwer verletzt. Jawohl, genau. Wenn Sie zurückdenken, was für Auswirkungen hatten all diese Erlebnisse und die Nahtoderfahrung auf Ihr weiteres Leben? Ich hatte mich viel intensiver wahrgenommen, meine Gefühle. Ich konnte nicht mehr etwas machen, was ich nicht gespürt hatte. Also ich hatte dann noch eine Weile in einer Teilzeitstelle gearbeitet. Ich hatte ja auch meine Praxis schon und ich hatte dann diese Stelle nach meiner Erholung gekündigt. Ich wollte dann auch mehr machen, was ich wirklich spüre, was meine Seele möchte. Und ich habe das andere dann wie liegen gelassen. Ich habe das nicht mehr weiterverfolgt. Kann man das so sagen, dass Sie sich für einen spirituellen Weg entschieden haben? Ja, das würde ich so bezeichnen. Wenn Sie jetzt zurückblicken, sind Sie von einem Leben nach dem Tode überzeugt? Ja, das bin ich absolut. Nach meiner Wahrnehmung gibt es die geistige Welt und wir leben in diesem physischen Körper, welchen wir nachher wieder verlassen, um ein Leben in der geistigen Welt fortzusetzen. Frau Müller, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch herzlich für das Interview, Herr Czulnik.